Ja, ich habe von dem Konzept des Deep Democracies schon vor so einem Monat gehört. Ein guter Bekannter von mir hatte geschrieben, dass er schon mal daran teilgenommen hatte und hatte mich neugierig gemacht. Und ich fand den Ansatz von Deep Democracy halt natürlich auch spezifisch nochmal mit dem Background, dass es sozusagen irgendwie aus dieser Situation der Apartheid raus sich entwickelt hat, dass es in Deutschland noch unterrepräsentiert ist, genau aus den Gründen, die Deutschland in solchen Bereichen halt eventuell auch hat sozusagen, fand ich es sehr spannend. Streitkultur in Deutschland ist eine Sache, wo ich sagen würde, sind wir nicht so gut drin, generell. Ich bin auch eher ein Mensch, der harmoniebedürftig ist und interessiert daran ist, eigentlich sozusagen dem Streit aus dem Weg zu gehen. Aber, und das erleben wir ja gerade in unserer Gesellschaft, wir sind in einer hyperpolarisierten Gesellschaft. Themen sind unvereinbar. Es gibt Polarisierungsunternehmer, die in beide Richtungen halt schießen und halt irgendwie sozusagen die Fronten treiben. Und da ist sowas wie Deep Democracy halt ein Schlüssel, um zu gucken, wie kann man unvereinbare Positionen wieder zusammenbringen. Wir haben dieses Shoulder an Shoulder irgendwie geübt einmal und ich fand das total spannend, dann halt auch wirklich zu erleben. Okay, ich denke mich jetzt da rein aus einer positiven Perspektive und ich denke mich jetzt da rein aus einer negativen Perspektive und ich schlüpfe in die beiden Perspektiven. Vielleicht bin ich der einen mehr zugewandt, der anderen eher nicht zugewandt, aber auf einmal lerne ich die unterschiedlichen Nuancen der Perspektiven kennen und kann eine Entscheidung auf Basis dessen treffen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir in Deutschland gerne uns nicht irgendeiner zugehörig fühlen wollen, weil wir immer das Problem und die Lösung und den ursprünglichen Auftrag automatisch mit im Kopf haben. Ja, Marcel ist mir als Dozent sehr im Kopf geblieben. Ich fand daran sehr spannend, dass er halt unglaublich professionell und tief irgendwie auf das Thema sozusagen eingegangen ist. Ne? Also er hat einerseits sich in die Situation von einer fiktiven Führungskraft, die jetzt sozusagen hier gerade Widerstand an die Oberfläche bringen muss, sozusagen, hat er sich irgendwie sofort reinfühlen können, aber automatisch auch uns alle mitnehmen können, sozusagen. Und das war halt total wertvoll, ne? Weil wir haben natürlich spezifisch hier in diesem Kontext, also Organisationskontext und wie entwickelt man Organisation und menschliche Beziehungen, am Ende ist es vor allen Dingen ja Menschelei und Menscheltüm sozusagen, ja. Das ist ja alles super komplex und von Befindlichkeiten und Vorstellungen, Privilegien und so weiter geprägt. Und das aufzubrechen ist total schwierig, aber das hat er wirklich gut geschafft und hat damit halt irgendwie sozusagen einmal so den Raum geschaffen zu überlegen, okay, wo setze ich jetzt die Cuts, wo sind hier die Probleme eventuell und wie habe ich hier jetzt irgendwie sozusagen eine Strategie damit umzugehen. Ich glaube, Deep Democracy ist ein super Ansatz, um spezifisch im Führungsbereich Leute zu schulen, wie sie mit ihrer Führungsverantwortung umgehen. Ich glaube, Führungsverantwortung in Deutschland wird noch nicht ernst genug genommen an manchen Stellen. Ich habe das auch schon selbst erlebt, dass Führung in Situationen eventuell unsicher wird und dadurch halt irgendwie auch in dieses Team Unsicherheit bringt. Das Team leidet, aber dadurch auch die Produktivität leidet. Insofern ist Deep Democracy, glaube ich, eine sehr hilfreiche Methode, um spezifisch im Organisationskontext, und damit meine ich Non- als auch For-Profit, tatsächlich einen Unterschied zu machen, wie Führung funktionieren kann. Und was daran super spannend ist, ist einfach, dass man sehr spezifisch in die Situation reingucken kann und so einen Werkzeugkoffer hat.